Servus Leute, von Zeit zu Zeit reinige ich die Brüheinheit unserer Kaffeemaschine etwas gründlicher. Zum Entnehmen die Klappe öffnen, den Kaffeerestebehälter entfernen und die Brüheinheit entnehmen. Wie man sehen kann, ist mal wieder die Zeit für eine gründliche Reinigung gekommen. Wie es geht, zeige ich am Beispiel des Speedem Trevi Sierra. Du kannst die Anleitung aber auch für die Geräte von Seco und Philips verwenden, da diese fast baugleich sind. Zum Öffnen der Brühgruppe sind 4 Schrauben an diesen Stellen zu entfernen, des Weiteren 2 Schrauben an der Oberseite. Die erste Schraube ist etwas länger und hat die Funktion, den zeitlichen Ablauf zu halten. Dies nachher bei dem Zusammenbauen beachten. Beim Öffnen des Crema-Ventils etwas vorsichtig sein. Im Inneren befindet sich ein Dichtring, eine Feder und eine kleine Glaskugel. Darauf achten, dass ihr die nicht verliert. Um den Brühkopf zu entfernen, die 4 Kunststoffflaschen auf der Unterseite nach außen drücken, das Ganze auch mit einem leichten Druck von oben unterstützen. Ist der Brühkopf entfernt, lassen sich die beiden Seitenteile auseinanderziehen. Zur weiteren Demontage ist der seitliche Ablauf abzumachen. Hier ist auch eine kleine Kunststoffflasche, die man hier nach oben drücken muss und man den Ablauf dann abziehen kann. Um den Kaffeeabstreifer zu entfernen, diesen einfach leicht zusammendrücken. Der Einfülltrichter ist von oben im Gehäuse eingeklickt, kann ihn durch kräftigen Zug vom Unterteil trennen. Seht hier die 2 Befestigungspunkte, wo man den
die Kraft ausüben kann. Darauf zu achten ist auch, hier ist eine kleine Feder unterm Griff, dass man die bei der Montage wieder einbaut. Stärkere Verschmutzungen sind in den Eckbereichen der Führungsschienen zu finden und bei allen beweglichen Teilen im Inneren der Maschine ebenso. Zum Entfernen der Metallfiltermatrize diese mit einem Schraubenzieher abschrauben. Auch auf der Rückseite haben sich Kaffeereste abgelagert. Um die Dichtung zu entfernen, diese mit einem Schraubenzieher abheben und abziehen. Den Metallfilter habe ich später mit einem kräftigen Reinigungsschwamm sauber bekommen. Die Reinigung mit einer Haushaltsbürste hat sich über die Jahre bewährt, weil man auch in die feinen Ecken und Kanten der Verkleidung kommt. Zum Reinigen verwende ich normales, haushaltsübliches Spülmittel. Normalerweise tausche ich auch die Gummidichtungen von Zeit zu Zeit aus, aber diese Dichtung ist noch elastisch. Um den Brühstempel zu entfernen, muss man die seitliche Halterung auch abziehen. Durch Ausdrücke nach oben kann man den Brühstempel entnehmen. Auch hier haben sich Kaffeereste abgelagert. So, alle Teile sind gereinigt. Nun beginnen wir wieder mit dem Zusammenbau. Den Metallfeinfilter montieren. Und hier will ich es euch noch zeigen. Wir haben die Glaskugel für das Krämerventil, kommt in diese Bohrung. Den gereinigten Brühstempel wieder ins Gehäuse einsetzen. Um ihn zu fixieren, wird er von unten mit diesem Hebel gegengehalten, den durch die Öffnung führen und mit einem
kräftigen Ruck dann ins Gehäuse einklicken. So, funktioniert wieder. Den Kaffeeabstreifer einsetzen. Für eine lange Haltbarkeit und eine geräuscharme Funktion sind jetzt alle Laufflächen mit Silikonfett einzureiben. Darauf achten, nicht zu viel Fett aufzutragen, da sich sonst wieder Kaffeepulver anhaftet. Alle Teile leicht einfetten. Zum Zusammenbau das mittlere Teil in die beiden Führungsschienen einsetzen. Den Kaffee-Einfüllstutzen aufsetzen und mit Druck aufs Gehäuse klipsen. Die Feder unter dem Prüfstück nicht vergessen. Hier kann man die Funktion erkennen. Der Kaffee wird eingefüllt, fährt zur Brühgruppe hoch, brüht den Kaffee auf, fährt danach runter und wird vom Kaffeeabstreifer in den Abfallbehälter befördert. Zur Montage des Gehäuses die 3 kürzeren Torx-Schrauben verwenden. Den seitlichen Stutzen wieder aufstecken, bis er hörbar einrastet. Nun auch die längere Torx-Schraube mit dem Stutzen verschrauben. Als nächstes wird der Brühkopf von unten ins Gehäuse eingeführt und nach oben geschoben, bis dieser hörbar einrastet. Anschließend die Glaskugel des Krämerventils einsetzen. Darauf wird die Feder dann eingeführt. Die breite Seite nach oben. Den Dichtring auflegen.
und das Gehäuse mit dem Deckel verschrauben. Über die Länge der Druckfeder im Crema-Ventil kann man auch den Druck regulieren. Durch einfaches Ziehen der Feder verlängern kann ich den Druck in der Maschine erhöhen und so für eine schönere Crema sorgen. Vor Einsetzen der Brühgruppe diese in Grundstellung bringen, also den Hebel nach unten machen, damit alles gut funktioniert. Die Brühgruppe wieder in die Maschine einsetzen, bis diese hörbar einrastet. Die Auffangschale einsetzen, den Kaffeerestebehälter einsetzen und nun der finale Test. So, hört sich alles ganz normal an. Da schmeckt doch der Kaffee gleich viel besser. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dahin, euer Easy Do It.